Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Im Idealfall wird das heute eine einfache und schnelle Nummer. Wir alle wissen, dass es nicht so kommen wird, aber ja, ich kann es ja mal probieren. Ich habe hier einen Luftgütesensor. Von Hella habe ich mir den bestellt. Und zwar habe ich schon seit einer Weile, also seit ich das Fahrzeug gekauft habe, einen Eintrag im Fehlerspeicher bezüglich Kurzschluss zum Sensor für die Luftgüte. Meine Hoffnung ist jetzt, dass es nicht das Kabel ist, was den Kurzschluss hat, weil das wäre sehr, sehr, sehr dumm oder sehr blöd, weil dann müsste ich da, was weiß ich, was alles auseinandernehmen, um herauszufinden, wo das Kabel gebrochen ist. Meine Vermutung ist oder meine Hoffnung ist, dass der Sensor, der verbaut ist, dass der einfach den Geist aufgegeben hat und der sozusagen innen drin jetzt einen Kurzschluss hat und ich den einfach ersetzen kann durch einen neuen Sensor und dann ist alles wieder gut. Jetzt schauen wir uns einmal am Auto an, wie das aussieht, welcher Fehlercode da geworfen wird, wo man den Fehlercode rauslesen kann. Dann hätte ich gesagt, sind wir gleich wieder hier an der Werkbank und messen einmal den ausgebauten Sensor, den baue ich jetzt dann auch noch gleich aus, messen wir den ausgebauten Sensor mal, ob wir da einen Kurzschluss oder halt einen Open Loop feststellen können, also sprich, dass irgendwo ja, ein Durchgang da ist. Weil wenn ein Durchgang im Sensor ist, das sollte eigentlich nicht sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Sensor defekt ist und nicht das Kabel. So, und um euch einmal zu zeigen, um welchen Fehler es geht, gehen wir jetzt hier. Ich bin, wie gesagt, eingestiegen hier über das Audi-Diagnosemenü, bin dann über die Systemauswahl in das Steuergerät für Klima- und Heizungselektronik und lese jetzt hier einmal die Fehlerspeicher aus oder den Fehlerspeicher aus. Und hier steht jetzt offener Kreislauf, Kurzschluss nach Plus. Klingt also nach einem reinen Problem mit der Verkabelung, kann aber natürlich auch sein, dass der Sensor selber defekt ist. Deswegen habe ich mir, wie gesagt, einen neuen bestellt. Jetzt baue ich den alten Sensor einmal aus und dann messen wir einmal, ob wir da einen Open Loop, also sprich einen Kurzschluss feststellen können. Wenn ja, wäre das super, weil dann ist es der Sensor, dann kann ich einfach den neuen Sensor verbauen und im Idealfall ist der Fehler dann weg. Wenn der Sensor jetzt jedoch kein Open Loop anzeigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es nicht der Sensor ist, der den Kurzschluss hat, sondern irgendwo das Kabel zum Sensor hin. Das wäre natürlich besonders bescheiden. Drückt mir mal die Daumen, dass es nicht wieder so ein Fiasko wird und es einfach nur der Sensor ist. Das wäre echt super. Ich baue jetzt mal den Sensor aus und dann gucken wir uns das mal an. So, der Sensor für die Luftgüte, der sitzt hier drunter unter dieser Abdeckung. Ich glaube, das habt ihr ja schon mal gesehen in einem Video, wie man die hier abbekommt. Man nimmt diese Gummilippe hier, die zieht man nach oben weg. Oder, ja, weil diese Gummilippe verriegelt sozusagen die Plastikabdeckung hier mit diesem Metall. Also hier ist so ein Metallfalz und an dem Metallfalz liegt der Falz von der Gummiabdeckung oder von der Plastikabdeckung an. Der Gummi verriegelt das, also den Gummi weg. Und dann kommen wir hier hinten oder beziehungsweise hier oben an diese Abdeckung ran. Die können wir dann auch wegnehmen. Ich packe die mal zur Seite. So, und der Sensor für die Luftgüte, der sitzt hier oben. Den kann man jetzt einfach herausdrehen und dann nach oben wegnehmen. Vorher kann man den auch abstecken. Einfach hier an der Seite ein bisschen drücken, dann müsste der eigentlich einem entgegenkommen. Gut, will er nicht, dann drehen wir ihn erst raus und stecken ihn dann ab, wie er will. Das ist auch wieder so ein hervorragender Stecker. Muss man hier innen drin drücken. Also hier innen drin muss man so ein bisschen drücken und dann ziehen gleichzeitig. Total unangenehme Bewegung. Zack. So, der ist weg. Und jetzt hätte ich gesagt, messen wir einmal hier, ob wir hier einen Kurzschluss feststellen können. Das wäre mir am liebsten. So, jetzt habt ihr eben gesehen, ich habe den Sensor ausgebaut. So sieht der aus. Jetzt vergleichen wir das einmal mit dem neuen Sensor. Darf ich jetzt nur nicht durcheinander bringen. Wobei der hat so einen Aufkleber, der neue Sensor. Rein von dem ersten Blick, hätte ich gesagt, sehen die identisch aus. Auch innen drin 3 Pins und die Anschlüsse sehen identisch aus. Auf dem neuen Sensor ist jetzt die Nummer hier oben aufgedruckt, bei dem Originalsensor hier unten. Ja, das sind natürlich komplett unterschiedliche Nummern. Was ich jetzt mache, wie gesagt, ich probiere jetzt einmal, ob ich hier irgendwo einen Kurzschluss messen kann, also sprich einen Open Loop. Dafür nehme ich mir einfach einen Voltmeter und dann müsste ich eigentlich hier einen
Kurzschluss feststellen können. Einmal einschalten. Ja, also ist jetzt hier sozusagen einfach nur Kurzschlusserkennung. Wenn Plus und Minus zusammen sind, gibt es einen Ton. Das sollte jetzt hier eigentlich nicht der Fall sein. Ich probiere mal, er hat 3 Pins. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Hier jetzt mal mit der Taschenlampe. Also es sind 3 Pins hier innen drin. Und ich versuche jetzt mal die beiden äußeren zu messen. Ich würde vermuten, dass die beiden äußeren Plus und Minus sind. Ich gucke mal, ob da irgendwas aufgedruckt ist. Ja, steht 1, 2, 3. Gut, mit 1, 2, 3 kann ich wenig anfangen. Wie gesagt, ich messe jetzt einmal die beiden äußeren. Und dann, wenn das nichts ergibt, messe ich einfach alle einmal durch. Mal schauen, ob da irgendwas bei rauskommt. Das ist ja jetzt der alte Sensor. Ist nur die Frage, ob hier meine Spitzen da nicht vielleicht ein bisschen zu kurz sind. Okay, bei den äußeren kommt schon mal kein Geräusch. Beim mittleren auch nicht. Ich gucke mal, ob ich noch längere Spitzen habe, damit ich es ein bisschen einfacher habe, da die Kontaktpunkte zu treffen. Und mit den längeren Spitzen probiere ich das jetzt nochmal. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da vorher gut rangekommen bin. Nee. Nee, da kommt hier, also zumindest kein direkter Kurzschluss im Sensor. Jetzt kann ich mal noch den Widerstand messen. Mal gucken, was wir da kriegen. Jetzt kriege ich keinen Wert mehr. Eben hat er reagiert, aber jetzt ist kein Signal mehr da. Aber das Messgerät würde funktionieren. Ungewöhnlich, also ich hätte schon irgendeinen Widerstand erwartet. Ich mache gleich mal eine Vergleichsmessung mit dem anderen Sensor, ob da irgendwas bei rauskommt. Ne, gar nichts. Okay, jetzt machen wir einmal die Vergleichsmessung, was er hier sagt. Ne, auch kein. Das ist aber sehr irritierend. Der muss doch irgendeinen Widerstandswert anzeigen. So, am Auto selber konnte ich jetzt leider nicht messen, weil ich keine so eine dünne Messspitze habe, dass ich da in den Stecker reinkomme. Ich lasse jetzt den Sensor einfach mal weg, mache mal die Zündung an, schalte mal das Gebläse an und dann gucke ich mal, ob der Fehlerspeicher wieder abgelegt wird oder was dann passiert. Eigentlich müsste es ja einen anderen Fehlerspeicher oder denselben geben, wenn es irgendwo einen Kabelbruch gibt. Weil dann würde ich ja vermuten, wenn es ein Kabelbruch ist, müsste der Kurzschluss ja irgendwo vor dem Sensor sitzen. Und wenn es, wie gesagt, kein Kabelbruch ist, sondern im Stecker ist, hätte ich jetzt erwartet, dass er dann einen anderen Fehlercode wirft, wenn kein Sensor vorhanden ist. Soweit die Theorie. Ich schaue mal, was das Fahrzeug sagt. So, jetzt habe ich Ihnen einmal Zündung gegeben, einmal richtig gestartet. Ich habe auch entsprechend die Heizung also hochgedreht. Da war auch gerade schon Klima wieder zu sehen. Ich hoffe, es ist nicht wieder die Geschichte mit Kurzschluss erkannt. Bitte kein Kurzschluss. Wenn das jetzt ein Kabelbruch irgendwo ist, ich suche mich ja tot hier. Vor allem, wer weiß, in welches Steuergerät das dann reingeht. Das wird echt ein Fiasko. Hoffentlich war es der Sensor. So, ich bin wieder in dem Klimaheizungselektronik-Steuergerät. Gehe auf Fese. Offener Kreislauf. Kurzschluss nach Plus. Fuck. Oh Mann, ich habe echt die Seuche. Das ist ja unglaublich. Okay, dann brauche ich den neuen Sensor gar nicht einsetzen. Setze ich den alten Sensor wieder ein. Und dann darf ich mir irgendwann wieder ein Wochenende nehmen und da alles auseinander pflücken. Oh Gott. Grauenhaft. Okay. Gut, ja.
Jetzt wisst ihr da auch Bescheid. Also wenn ihr anders wie ich ein bisschen mehr Glück habt, würdet ihr nur den Sensor tauschen müssen. Habt ihr Pech, so wie ich, dann habt ihr irgendwo einen Kurzschluss und dann dürft ihr wahrscheinlich auch das ganze Armaturenbrett, aber ich will gar nicht drüber nachdenken. Okay, gut, aber ja, dann hätte ich gesagt, war es das an der Stelle. Wir gehen nochmal zurück zur Werkbank. Ihr seht, wir sind noch nicht an der Werkbank. Ich habe jetzt aus Verzweiflung, auch wenn ich es mir, sage ich mal, auch wenn ich jetzt keinen logischen Grund dafür finde, warum es sich anders verhalten sollte, Spoiler-Alarm, es verhält sich anders. Ich habe jetzt nochmal ich habe jetzt den neuen Sensor trotzdem mal angeschlossen, auch auf die Gefahr hin, dass, wie gesagt, durch Kurzschluss jetzt alles kaputt geht, also der neue Sensor. Habe den Fehlerspeicher gelöscht und wieder gelesen und der Fehler ist weg. Also davor habe ich den alten Sensor angeschlossen, Fehlerspeicher gelesen und wieder gelöscht und der Fehler war wieder da. Jetzt habe ich den neuen Sensor angeschlossen, Fehlerspeicher gelöscht und gelesen und der Sensor ist weg. Also das übersteigt meine elektrotechnischen Kenntnisse bei weitem. Ich hätte gesagt, wenn ich keinen Open Loop detekte, also wenn ich keinen Kurzschluss im Sensor an den Pins feststellen kann und ich auch keinen Widerstandswert auslesen kann, an keinem der beiden Sensoren, hätte ich jetzt eigentlich die Sensoren komplett ausgeschlossen als Fehlerquelle. Aber scheinbar liege ich da komplett falsch. Irgendwas übersehe ich. Also wenn mir da einer auf die Sprünge helfen kann, ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch, das hätte ich auf jeden Fall nicht erwartet, dass wenn ich jetzt den neuen Sensor anstecke, dass dann alles gut ist. Das würde ja bedeuten, wir haben keinen Kurzschluss im Kabel, sondern es war wirklich ein Defekt am Sensor. Jetzt weiß ich halt nicht, wenn das ein Sensor ist, der irgendwie ein Steuersignal bekommt über den dritten Pin, um überhaupt seine Arbeit aufzunehmen. Das wäre jetzt noch so ein absurdes oder sage ich mal so ein konstruiertes Szenario, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich deswegen vielleicht nichts messen konnte am Sensor, aber ja, also wie gesagt, das übersteigt meine elektrotechnischen Kenntnisse und Fähigkeiten, aber der Fehlerspeicher ist weg. Das ist schon mal richtig super. Insofern, ja, hat es dann doch geholfen. Also ich nehme alles zurück, ich hatte doch Glück und es scheint nur der Sensor gewesen zu sein. Ich behalte das natürlich im Auge, wie sich das jetzt in Zukunft verhält, ob der Fehler weg bleibt oder ob er wieder kommt. Aber es sieht momentan so aus, als sei es tatsächlich nur der Sensor gewesen, was ja wirklich super wäre. Jetzt gehen wir hier mal aus der Diagnosesitzung raus. Perfekt. Jetzt können wir auch die Zündung wieder ausschalten. So. Ja, und dann zeige ich euch jetzt nochmal den neuen Sensor. So, also ich habe jetzt einfach nur den neuen Sensor angeschlossen, sieht man auch, weil der hier hinten diesen Aufkleber hat. Gut, also ich bin super happy, dass es jetzt doch so funktioniert und ich nicht das Auto auseinandernehmen muss. Jetzt muss ich den dann nur wieder reinfummeln. Das ist mal ein bisschen schwierig, weil es hier wenig Platz hat. Und dieses dieser Schlauch hier, scheint mir auch irgendwie Kurbelgehäuseentlüftung zu sein oder irgendwas. Aber, na, ich bin mir nicht sicher, aber diese Anschlüsse kenne ich. Also hier diese zum Quetschen, wo man so drauf drückt von der Seite, die kenne ich sonst immer nur von der Kurbelgehäuseentlüftung. Aber die sitzt ja eigentlich hier. Da sitzt die ja eigentlich. Und was das da oben ist, vielleicht irgendwie auch nochmal so eine Art Filtereinheit. Ich habe keine Ahnung. Das Auto ist so mit Technik voll. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber ich bin so happy, dass das jetzt scheinbar nur der Sensor war. Und nicht ein Kabelbruch oder irgend so ein Käse. Das ist so genial. Ja. Der sitzt wieder. Der sitzt da schön drin. Dann kann ich hier die Abdeckung wieder drauf bauen. Dafür positioniere ich euch aber nochmal anders. Und dann ist das Thema durch, weil also, wie gesagt, wenn es jetzt doch ein Kabelbruch gewesen wäre, ich meine, vielleicht habe ich jetzt auch einfach nur Glück gehabt und aus irgendwelchen Gründen kam es halt beim dritten Mal Fehlerspeicher löschen nicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber wenn es ein Kabelbruch wäre, dieses Kabel führt hier runter, dort entlang und dann geht das hier unten, da wo es dunkel wird, da geht das runter und ich vermute irgendwo Richtung Spritzwand und dann in den Innenraum zu irgendeinem Steuergerät, was eben die Lüftung steuert. Denn wie ihr sehen könnt, sitzt der Sensor ja direkt vor dieser Öffnung hier. Moment, ich habe irgendwo Licht. Sitzt der ja hier direkt vor der Lüftung und das ist der Lüftermotor. Das bedeutet, der greift hier sozusagen die Luftgüte ab und dementsprechend verhält sich dann dieser Motor anders. Ich vermute mal, das ist, wenn man im Automatikbetrieb ist und es draußen halt irgendwelche Gerüche hat,
dass er dann die Frischluftansaugung ausstellt und nur noch die Umwälzung im Innenraum anhat. Aber das ist jetzt auch nur Spekulation, keine Ahnung. Wie gesagt, ich baue jetzt die Abdeckung wieder drauf und dann, oh Gott sei Dank, hoffentlich bleibt das auch so, dass alles funktioniert. Drückt mir die Daumen und dann ist das Thema durch. Das wäre echt eine schnelle Nummer gewesen, Gott sei Dank. Und wie gesagt, würde mich echt interessieren, was mein Denkfehler ist, wieso ich bei dem kaputten Sensor keinen Kurzschluss messen konnte und auch keinen Widerstandswert ermitteln konnte für beide Sensoren. Was da mein Denkfehler war oder was das Problem ist. Das wäre cool, wenn das jemand weiß. Ach so, und wenn wir jetzt schon hier bei dem Thema sind, wenn auch jemand weiß, ob das normal ist, dass die Steuergeräte hier nur so drin liegen, denn die lassen sich hier so ein bisschen bewegen, ob das normal ist, weil die haben hier so Gewindeeinsätze, oder ob da der Vorbesitzer, weil der hatte ja hier mal einen Bypass gelegt für die Drosselklappenstecker, oder ob der Vorbesitzer das sozusagen einfach nicht wieder fachmännisch zusammengebaut hat. Wenn sich da jemand auskennt, das wäre super, denn das erscheint mir irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass die da so Spiel haben. So, jetzt kommt hier wieder die Abdeckung drauf. Müssen wir da in diese Kante reinfummeln. Und dann müssen wir einfach nur gucken, dass dieser Falz hier da hinten dran liegt. Und dann die beiden Falze über diese Gummilippe hier miteinander verbinden und verriegeln. Und dann ist das Thema durch. Da kommt man wirklich ganz gut ran. Anders als zum Beispiel beim Ölfilter. Das geht an alle Audi-Ingenieure. Da hättet ihr euch eine geilere Position überlegen können, als dort hinten schön eingequetscht. Vor allem, da man ja dann am Ölfilter immer noch diesen kleinen Zylinder treffen muss. Der hat ja so eine Nase. Naja, schaut euch mal ein Ölfilterwechselvideo an. Das ist auch so eine Konstruktion, wo ich mir denke, was ist da schief gegangen? So, das passt auch. Das hier habe ich übrigens auch neu bestellt, das Kurbelgehäuse, also diese Kurbelgehäuse, B-Lüftung, Endlüftung, der Ölabscheider, je nachdem, wie man das nennen möchte. Das werde ich dann auch in einem der kommenden Videos mal wechseln. Das ist so ein Ding, da hatte ich bei BMW, bei dem 325 Ti mal das Thema bei hoher Kilometerlaufleistung, dass das alles total zugesetzt war. Und das Auto hat ja jetzt auch schon einige Kilometer, deswegen möchte ich das jetzt mal prophylaktisch machen, aber ein anderes Video. Das war es jetzt für heute. Wie gesagt, drückt mir die Daumen, dass der Fehler wegbleibt. Ich habe jetzt lediglich den Sensor getauscht. Danach war der Fehler ominöserweise weg. Ich hoffe, er bleibt auch weg. Ja, wenn ihr sowas wechseln wollt, wisst ihr, wie es geht. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.